Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal und auch herzlich willkommen zu einem neuen Stickzeitvideo. Ich freue mich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und mit mir gemeinsam Zeit verbringen möchtet und auch vielleicht gemeinsam sticken möchtet. Ja, wer meine Videos schaut, der weiß wahrscheinlich, dass dieses Bild, das ihr hier seht, kein Kreuzstickbild ist, sondern ein Perlenstickbild. Ja, und das bedeutet, ich möchte heute das erste Mal in einer Stickzeit mit euch gemeinsam Perlen sticken. Ja, und zwar an diesen Vögelchen. Ich habe das gekauft bei VIP Cross Stitch. Es wird 248 Perlen hoch und 177 Perlen breit. Das heißt, es sind insgesamt über 43.000 Perlen zu sticken. Ja, das Bild hat 38 Farben und ich sticke es auf 11 Count AIDA vorgedruckt und zwar mit dem Garn, das dabei ist, mit dem Kreuzstickgarn. Ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. So, ja, so sieht das jetzt aus. Ich blende euch rechts wieder ein Vorherbild ein, wie das ausgesehen hat zum Monatsupdate von September. Ja, aktuell habe ich über 7000 Perlen bereits gestickt und mit euch möchte ich jetzt hier in diesen Bereich der Wolken sticken. Also es wird ziemlich einfärbig und ich werde das Ganze dann umdrehen, aber das werdet ihr dann ja sehen. Ja, ihr seht, ich backe meine Fäden. Hier habe ich einen Teil des Bildes aufgerollt, fixiert mit diesen Haarklammern links und rechts. Und ja, ich denke, wir können starten. Ich werde jetzt alles vorbereiten und dann geht es auch gleich los. So, meine Lieben, ich habe jetzt alles vorbereitet und ich denke, dann können wir auch gleich starten. Wie ihr seht, ist das Bild jetzt am Kopf. Also ich zeige euch das nochmal, wie das jetzt aussieht. Wir werden hier gemeinsam sticken. Ja, ich tue mir jetzt einfach leichter zurzeit, das Ganze auf dem Kopf zu sticken, da ich hier nur sehr wenig Stoff habe und den restlichen Stoff habe ich hier oben aufgerollt, wie ihr sehen könnt. So, jetzt suchen wir noch eine gute Position. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen? Ich zeige euch mal ganz kurz aus der Nähe die Perlen. Wie ihr seht, sehen sie wirklich toll aus. Das sind diese transparenten Perlen und die werden ja, wie ich schon gesagt habe, mit dem normalen Kreuzstickgarn gestickt. Und ja, ich backe ja meine Fäden, das heißt auch hier sticke ich in 10×10 Kästchen, also immer 100 Perlen. Und ja, jetzt sticken wir an der Farbe 34. Ihr könnt es wahrscheinlich verkehrt auch lesen. Und zwar ist die 34 ein Blauton. Und hier ist die Papieranleitung. Ja, und muss ich umblättern. Und ihr seht die Farbe 34, dieser blaue Druck ist die Farbe 3766. Ja, und da werden wir sticken. Ich habe mir die Perlen schon rausgesucht, die Farbe 34. Das, wie gesagt, sind transparente Perlen. Und ja, da habe ich Schälchen. Ich habe hier mir 5 Stück Schälchen geholt, also rausgesucht. Wir brauchen ja eigentlich nur ein Schälchen, wo wir die Perlen reingeben werden. Oder ich gebe sie rein. Ich weiß nicht, ob ihr auch an einem Perlenstickprojekt gerade stickt. Und ich werde
den Beutel gleich wieder verschließen. Das ist ja zum Glück ein Zip-Beutel, der immer wieder verschließbar ist. Und ja, so sehen die Perlen aus. Man sieht, sie sind transparent. Also man sieht nur wirklich, wirklich ein zartes Blau. Und dann durch den Kreuzstickfaden, der durch die Perlen durchgeht, bekommen Sie die richtige Farbe. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich hoffe, es klappt. Ich habe noch nie vor der Kamera Perlen gestickt, aber ich versuche es. Also ich werde jetzt mal den Faden einfädeln. Noch ganz kurz, also es sind bei VIP Cross Stitch so wirklich kurze, dünne Nadeln dabei. Also ich schätze, dass es 28er Nadeln sind und sie sind wirklich sehr dünn. Also so, dass auch die Perlen drüber gehen über die Nadel. So, der Faden ist eingefädelt. Ich werde euch vielleicht noch ein Stück näher holen. Ja, so müsste das klappen. Also ihr seht, ich habe hier auf der linken Seite meine Perlen. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich hoffe, dass ihr etwas seht. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich mit euch Perlen sticke. Und mit Kamera ist das ja gar nicht so einfach. Ja, momentan macht mir das Perlensticken wirklich viel Spaß. Also meine ersten Perlenstickerfahrungen habe ich ja mit den 9 Count Perlen gemacht. Also die kennt ihr sicher, das sind ja Kunststoffperlen, die man auf 9 Count Vordruck stickt. Aber die stickt man nicht mit dem Kreuzstickgarn, sondern mit einem normalen Perlenstickgarn und die sind auch nicht transparent. Ja, und ja, das war eigentlich mein erstes Bild, an dem sticke ich ja noch immer. Ihr kennt es wahrscheinlich von meinem Monatsupdate. Es ist der Tiger, auch ein sehr schönes Projekt. Ja, und dann als zweites Perlenstickprojekt habe ich mir dann diese Vögelchen gekauft. Und das macht eigentlich noch viel mehr Spaß als die 9 Count Perlenbilder. Besonders diese transparenten Perlen finde ich ja wirklich, wirklich wunderschön. So, dann habe ich auch schon die ersten 10 Perlen gestickt und ihr seht, es sieht wirklich toll aus. Also sie legen sich wirklich wunderschön. Dann bin ich auch schon zum nächsten gepackten Faden gekommen, also für die restlichen Kästchen. Das heißt, wir sticken jetzt gleich die Reihe zurück. Also der Stoff ist auch sehr weich. Man könnte das sicher auch gut in der Hand sticken. Habe ich jetzt noch nicht so probiert. Also bei mir liegt das ganze Stickstück am Tisch. Und mit der linken Hand hebe ich es ein bisschen an, um durchzustechen. Und ja, ihr seht, ich steche ja gleich wieder raus auch, also so wie beim Nähen. Also wenn ihr Perlenstickvideos schaut, dann kennt ihr das sicher von meinen YouTube-Kolleginnen.
ja, momentan ist das noch recht einfach zu sticken, da es ja sehr viel Color Blocking ist. Also zu den wirklichen Farbwechseln komme ich ja erst, weil das ist ja, ich zeige es euch kurz, da kommen wir dann schon in den Bereich der Vögel. Also hier haben wir dann schon mehr Farbwechsel, aber kein Konfetti. Also es ist wirklich nur einfacher Farbwechsel. Und dann haben wir auch gleich die nächsten 10 Perlen gestickt. Man muss natürlich sagen, ich finde Perlensticken geht doch wesentlich schneller als Kreuzstichbilder zu sticken. Das wahrscheinlich daran liegt, dass man nur ein halbes Kreuz stickt bei den Perlen und nicht so, also kein volles Kreuz. So, ja, die Perlen sind nicht alle gleich groß. Man kann das jetzt nicht so gut erkennen. Manche sind doch deutlich größer oder deutlich kleiner. Aber ja, die ganz großen bzw. die kleinen Perlen, die nehme ich dann nicht. Also man sieht, hier ist eine ganz kleine Perle. Diese ist ganz klein, also die nehme ich dann nicht, sondern ich versuche doch möglichst gleich große Perlen zu sticken. Ja, also wie ich schon gesagt habe, es macht mir wirklich viel Spaß, Perlen zu sticken. Ich muss ein bisschen wieder nachrutschen, dass ich nicht aus dem Bild bin. Und ja, weil mir das ganze Perlensticken so viel Spaß macht, habe ich mein erstes Dokareva Perlenbild bestellt. Leute, ich bin aufgeregt. Ich bin schon wirklich gespannt, wie das dann zum Sticken ist. Und ja, es ist nicht unbedingt ein kleines Projekt, aber ja, es gibt ja wirklich tolle Motive. Also es war wirklich nicht einfach für mich, mich für eines zu entscheiden. Also eigentlich hätte ich noch ein zweites Bild auch zur Auswahl gehabt, hatte es auch schon im Warenkorb, aber dann dachte ich mir, naja, ich werde ja sowieso sehr lange an einem Projekt sticken und ja, da reicht es auch, wenn ich mir nur ein Bild kaufe. Und vielleicht macht es mir ja auch keinen Spaß, ja. Also ich muss es ja wirklich einmal testen. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Es wird natürlich wieder ein Unboxing geben von meinem ersten Dokareva. Ja, und vielleicht nehme ich euch auch mit beim gemeinsamen Sticken. Es wird sich zeigen, wie sich das dann umsetzen lässt. Ja, ja, also wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt auf das Bild. So, jetzt ist mir eine Perle davon gehüpft. So, aber da ist sie schon. So. Also in der Kamera sieht das wirklich sehr gut aus.
Also da kann man wirklich nichts sagen. Und ich finde wirklich, dass die Bilder sehr gut rauskommen. Also auch diese chinesische Qualität. Ich sticke das Ganze ja, wie gesagt, mit dem Kreuzstickgarn und es ist ein 11 Count Aida, vorgedruckt, wie man natürlich erkennen kann. Und ich sticke es zweifädig. Also so wird es auch in der Anleitung beschrieben, dass man es zweifädig sticken soll. Und es ist wirklich Unmengen an Kreuzstickgarn dabei. Also ich nehme an, es ist dafür ausgerichtet, dass man es auch eventuell im Kreuzstich sticken könnte, da wirklich sehr, sehr viel Garn dabei ist. Und normalerweise, wenn man Kreuzstick stickt, stickt man ja mit 3 Fäden bei 11 Count. Dadurch wird mir wahrscheinlich auch sehr viel Garn überbleiben. Aber ja, das kommt in meinen Vorrat und Garn kann man ja auch immer brauchen. Ja, ich denke, dass das Bild bald ankommen wird oder wenn ihr das Video seht, auch schon angekommen ist. Denn ich habe ja bei Lieblingsperlen bestellt, also ihr kennt wahrscheinlich alle den Shop und da geht ja der Versand sehr schnell und ja, vielleicht sticke ich dann auch schon daran, wenn ihr das Unboxing-Video seht. Ja, was gibt es sonst Neues? Ja, ich werde dann im November ja im Urlaub sein. Das heißt, ich werde länger nicht da sein und daher versuche ich, Videos vorzudrehen. Kann euch natürlich aber nicht versprechen, dass das auch sich ausgeht. Denn jetzt zeige ich ja pro Woche 2 Videos, also ein Video am Dienstag, ein Video am Freitag. Also Dienstag kommt meist eine Stickzeit und freitags dann meist ein Unboxing oder eben ein Monatsupdate. Ja, und dann im Dezember, und zwar ganz genau genommen am 9. Dezember, ist mein Geburtstag, also eigentlich nicht mein Geburtstag, sondern der Kanalgeburtstag, der Geburtstag von Kreuzdame. Ja, am 9. Dezember 2024 habe ich mein erstes Video hochgeladen und ja, das wird mein erster Geburtstag dann sein. Natürlich möchte ich den mit euch feiern, aber was genau ich da mache, beziehungsweise ob es was zu gewinnen gibt oder ja, das ist noch alles offen. Also ich bin ja dann in Urlaub und da habe ich ja dann auch Zeit, mir etwas zu überlegen für euch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit mir meinen ersten Kanalgeburtstag feiert. So. Ja, das geht wirklich flott dahin, wie ihr seht. Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 60 Perlen gestickt. Also das geht wirklich flott. Und ich sage euch, ich bin schon so gespannt auf mein erstes Dokareva-Bild.
Ich hoffe, dass da auch so etwas wie eine Beschreibung dabei ist, denn ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man da anfängt. Also hier ist es ja einfach, es ist ja Vordruck, aber das Tokarewa Perlenstickbild muss man ja auszählen und die Papiervorlage auch abstreichen und ja, das heißt, ich muss mir wahrscheinlich einmal den Anfang auszählen, nehme ich an. Also ich möchte ja links oben starten und dann Seite für Seite die Perlen sticken. Und ja, es ist ja ein großes Bild, das heißt, ja, da muss ich sicher wahrscheinlich mehr auszählen. Oder gibt es da auch einen Trick, wie das schneller geht? Ich habe da ja noch keine Ahnung. Ja, darum hoffe ich, dass da eine Anleitung dabei ist. Soweit ich gelesen habe, ist ja auch ein Stoffmarkierstift dabei, also einer, der sich also mit der Zeit, der mit der Zeit verschwindet. So habe ich das gelesen. Ja, und das Bild, das ich mir ausgesucht habe, hat, glaube ich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, 47 Farben. Und es wird doch recht groß. Ja, ich bin schon wirklich sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn ich dann schon loslegen kann. Aber ja, ich habe ja sonst auch noch genug Projekte, wie ihr wisst. Ich habe sehr viele Kreuzstickprojekte. Ich habe jetzt da auch noch ein neues Perlenstickprojekt dazu bekommen, auch von VIP Cross Stitch. Diesmal eine Kooperation. Das hier, diese Vögelchen, habe ich mir ja selbst gekauft. Das andere Perlenstickbild von der Kooperation hat keine transparenten Perlen. Also da überlege ich wirklich noch, ob ich das tatsächlich mit Perlenstickgarn sticken werde oder ob ich das beigefügte Kreuzstickgarn verwenden soll, denn eigentlich ist es ja unnötig. Denn hier, ja, hier verstehe ich es, hier scheint es durch die Perlen durch, also da macht es wirklich Sinn, dass man das Kreuzstickgarn nimmt. Denn nur so können die Perlen wirklich richtig in der richtigen Farbe rauskommen. So, 80 Perlen gestickt. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr verrutscht und ihr könnt wirklich alles sehen. Mein Faden neigt sich ja bald dem Ende, also ich glaube, die 20 Perlen werde ich nicht mehr schaffen. Und dann werde ich einen neuen Faden rausholen. Auch hier vernähe ich wieder im Pinstitch. Also ich versuche, soweit es geht, alles auf der Vorderseite zu vernähen, ohne das ganze Stickstück umdrehen zu müssen. Das erleichtert doch einiges. So. Jetzt werde ich dann bald vernähen müssen. Also der Faden ist wirklich schon kurz. Eine Perle geht sich noch aus. Dazwischen immer noch ein Blick, ob ich noch im Bild bin.
Ja. So, also wie ihr seht, das war die letzte Perle und ich werde hier wieder im Pinstitch vernähen. Und das sieht man auch wirklich nicht, denn da kommt ja dann noch eine Perle drüber. Also das sieht man auf keinen Fall. Und ja, der Pinstitch hält bombenfest. Verwende ihn ja auch beim Kreuzsticken. Also, so. Ja, da wäre der Faden dann beendet. Gut, ich werde mir kurz einen Faden noch raussuchen. Ich schalte kurz auf Pause und es geht gleich weiter. So, da bin ich auch wieder. Faden ist schon eingefädelt. Wie gesagt, zweifädig und ich starte dann auch gleich mit dem Loop Start. Und zwar genau dort, wo ich zuvor den Pinstitch gesetzt habe. Also hier der Loop und es kann schon losgehen. Also der Start ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, die Perlen etwas gleich schieben am Anfang und dann geht es auch schon weiter. Ja, das waren jetzt 90 Perlen und wir setzen die letzten 10. Dann ist das Quadrat voll. Ja, wie gesagt, meine Frage wäre ja noch, stickt ihr auch an einem Perlenstickprojekt? Und wenn ja, an welchen? Also habt ihr auch ein Dokareva oder stickt ihr so wie ich gerade an einem Vordruck mit transparenten Perlen oder an einem Vordruck mit opaken Perlen oder auch ein 9 Count Perlenstickbild. Es gibt ja wirklich verschiedenste Arten. Und es macht eigentlich alles total viel Spaß. Und es geht wirklich sehr flott, besonders wenn es so einfärbig ist wie bei mir gerade, wo kein Farbwechsel ist, dann kommt man natürlich schnell voran. Ja, die letzten 3 Perlen, glaube ich. Bin schon wieder ein bisschen verrutscht. Und danach werde ich auch, also jetzt die letzte Perle, und dann geht es in die nächste Reihe. So, und ich werde ausfädeln und der Faden wird gebarkt. Ja, also das waren die ersten 100 Perlen. Das heißt, es geht jetzt in dem nächsten Kästchen daneben weiter. Ich denke aber, ich werde jetzt alleine weiter sticken. Also ein kleines Stück haben wir gemeinsam gestrickt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn es das Unboxing gibt von Dokareva. Bin gespannt, was ihr zu dem Bild sagt. Und ja, vielleicht brauche ich auch noch Tipps, wie das Ganze, ja, wie gesagt, wie ich es starte. Da bin ich momentan noch überfragt. Muss ich tatsächlich den ganzen Stoff auszählen? Ja, also es kann durchaus sein, dass ich mich noch mit einigen Fragen an euch wende.
Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich werde jetzt wieder alleine hier weiter sticken und freue mich, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.